Hallo, liebe Zuschauer. Heute habe ich wieder eine ganz besondere Perle der politischen Heuchelei für euch im Angebot. Und zwar von niemand Geringeren als der SPD-Chefin Saskia Esken. Ja, genau die Frau, die anscheinend fest entschlossen ist, ihre Partei noch tiefer in den politischen Abgrund zu führen. Aber lasst uns das mal Schritt für Schritt auseinandernehmen. Esken fordert also, dass die Innenminister der Länder Beweise gegen die AfD sammeln sollen. Sie spricht davon, unsere Demokratie zu schützen, als ob die SPD irgendeine moralische Hoheit hätte, um zu entscheiden, was der Schutz der Demokratie ist. Ihr wisst genau, was ich meine. Die Partei, die unter der Führung von Olaf Scholz, Nancy Faeser und Saskia Esken selbst im Sumpf der Inkompetenz und Skandale steckt, will uns etwas über Demokratie erzählen. Das ist wie der Fuchs, der den Hühnerstall bewacht. Aber was will Esken eigentlich wirklich? Sie will die AfD verbieten lassen. Mal abgesehen davon, dass ein Verbot nicht nur demokratisch höchst fragwürdig ist, es zeigt, dass die SPD vollkommen den Kontakt zur Realität verloren hat. Statt sich dem politischen Problem des Landes zu stellen, versucht man die Opposition einfach mundtot zu machen. Das ist die typische Vorgehensweise eines Vereins, der keine Argumente mehr hat. Schauen wir uns mal genauer an, was Esken da so von sich gibt. Sie fordert, dass die Innenminister die Erkenntnis der Verfassungsschutzämter zu den extremistischen Bestrebungen der AfD zusammentragen. Hört sich ja erstmal so an, als würde sie tatsächlich was tun wollen, um die Demokratie zu schützen. Aber mal ehrlich, von einer Partei, die es selbst nicht schafft, ihre eigenen Skandale in den Griff zu bekommen, klingt das einfach nur lächerlich. Hat Esken eigentlich vergessen, dass sie und ihre SPD-Kollegen tief in den eigenen Sümpfen der Verfehlung stecken? Scholz mit seiner Wirecard-Affäre und Faeser, die die innere Sicherheit Deutschlands auf ein ganz neues Tiefpunktniveau gesenkt hat? Diese Frau fordert also Beweise gegen die AfD. Ja klar, weil die SPD keine politischen Lösungen für die echten Probleme des Landes hat, müssen jetzt Beweise gegen die größte Oppositionspartei gesammelt werden. Ganz ehrlich, wenn Esken wirklich etwas für die Demokratie tun will, dann sollte sie lieber mal in den eigenen Reihen aufräumen. Es ist doch offensichtlich, diese ständigen Ablenkungsmanöver, um von der eigenen Unfähigkeit abzulenken, haben wir alle durchschaut. Die SPD ist längst nicht mehr die Partei der Arbeiter oder der sozialen Gerechtigkeit. Sie ist zu einer realitätsfremden Sekte verkommen, die die echten Sorgen der Menschen überhaupt nicht mehr versteht. Und dann dieser Satz: Zum Schutz unserer Demokratie und unserer freiheitlichen Gesellschaft müssen alle Akteure ihre Aufgaben erfüllen. Okay, Esken, wie wäre es, wenn Sie Ihre SPD-Granden erstmal eigene Aufgaben erfüllt? Wie wäre es, wenn ihr dafür sorgt, dass die Korruption in euren eigenen Reihen aufhört? Wie wäre es, wenn ihr den Skandal um die Flüchtlingspolitik unter Faeser und die unsäglichen Entscheidungen der Regierung Scholz endlich mal angeht? Aber nein, das wäre zu viel verlangt. Stattdessen sollen Finanzströme rechtsextremer Netzwerke unterbunden werden. Ja, weil natürlich das drängendste Problem Deutschland ist. Aber was ist mit den linken Netzwerken? Was ist mit den Verstrickungen vom Faeser und der Antifa? Ach, davon hört man von Esken natürlich kein Wort. Wie immer, die rechte Gefahr das einzige, worüber gesprochen wird, während linke Extremisten auf den Straßen randalieren dürfen, als ob es keinen Rechtsstaat gäbe. Die Ironie ist ja fast nicht mehr zu ertragen. Saskia Esken spricht davon, dass die Parlamente und demokratischen Institutionen sich schützen müssen. Schutz wovor? Vor der AfD? Oder vor der Tatsache, dass immer mehr Menschen in Deutschland merken, dass die SPD absolut keine Lösung für die Probleme dieses Landes hat? Esken tut so, als ob die AfD das größte Problem in Deutschland wäre. Aber in Wirklichkeit ist das größte Problem doch, dass die SPD und die Führungsriege vollkommen handlungsunfähig sind. Sie haben keine Antworten auf die Energiekrise,
keine Lösung für die Migration. Und bei der Wirtschaftspolitik scheitern sie auch auf ganzer Linie. Und jetzt will Esken die AfD inhaltlich stellen. Oh ja, das wird spannend. Denn wenn man genau hinhört, was Esken sagt, geht es eigentlich nur darum, die Scheinlösungen der AfD zu entlarven. Aber was sind denn schon die Lösungen der SPD? Seit wann hat diese Partei auch nur einen einzigen sinnvollen Vorschlag gemacht, der den Menschen in diesem Land tatsächlich geholfen hat? Esken versucht, sich als Retterin der Demokratie zu inszenieren, während die gleichzeitig alles tut, um jede echte Opposition zu unterdrücken. Das ist doch der wahre Skandal. Und schließlich dieser Hinweis auf die Vorfälle im Thüringer Landtag, als ob das irgendeinen relevanten Zusammenhang mit der Realität hätte, in der die meisten Menschen in Deutschland leben. Die SPD spricht über rechtsextreme Netzwerke und Angriffe auf die Demokratie, während sie selbst jeden Tag aufs Neue beweist, dass sie die wahren Feinde der Demokratie sind, mit ihrer Überheblichkeit, ihrer Inkompetenz und ihrem völligen Realitätsverlust. Liebe Zuschauer, wenn Saskia Esken wirklich die Demokratie schützen will, dann sollte sie vielleicht damit anfangen, den SPD-Sumpf trocken zu legen, solange die SPD nicht anfängt, vor der eigenen Haustür zu kehren. Solange wird ihnen niemand mehr abkaufen, dass sie irgendeine moralische Autorität haben. Es wird Zeit, dass die Menschen in diesem Land aufwachen und erkennen, dass die wahren Gefahren nicht von der AfD kommen, sondern von einer SPD, die ihre Macht auf Lügen und Täuschung aufbaut. Also bleibt kritisch, bleibt wachsam und lasst euch nicht von dieser politischen Show täuschen. So, das war's für heute, Leute. Wenn euch das Video gefallen hat, vergesst nicht, kräftig den Like-Button zu schmessen, zu abonnieren und natürlich auch fleißig in den Kommentaren eure Meinung rauszuhauen. Ich bin gespannt, wie ihr die neuesten Eskapaden von Saskia Esken seht. Denkt daran, hier wird Klartext gesprochen und eure Stimme zählt. Also haut rein, diskutiert mit und bleibt dran, denn bei uns gibt's immer das, was die anderen nicht zeigen wollen. Bis zum nächsten Mal, bleibt kritisch und wachsam.